Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung. Ja, ihr merkt, nicht mehr Kalifornien, ne? Wetter hat mich wieder 12 Grad hier in Helsinki. Schön ist es, muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem. Ja, nach einem Nachtflug jetzt für euch die frisch gepressten Themen. Pilotenstreik geht weiter am 13. Diesen wunderbaren Freitag. Dann die Verschärfung der Beförderungsbedingungen. Lufthansa zieht wieder die Kandaran, glaube ich, heißt das oder so. Auf jeden Fall kann man das letzte Leck nicht mehr so leicht anscheinend verfallen lassen. Schauen wir mal, was Lufthansa sich da ausgedacht hat. Und dann bei British Airways, da gibt es, ich kann es ja vorwegnehmen, also man hatte die Programme früher immer so optimiert, dass man gesagt hat, das soll einfacher werden und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, die werden bewusst schwieriger, so wie Telefonverträge. Gucken wir uns auch an. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf Scoot zu kommen und die Themen zu diskutieren. Das erste Thema ist der Streik. Am zweiten Streiktag an den Hubs in Frankfurt und München zusammen über 600 Starts und Landungen gestrichen worden. In Frankfurt fielen rund 450 von 1225 geplanten Flügen aus. In München etwa 180 von 800. Die Ausfälle betrafen überwiegend Lufthansa-Flüge, natürlich Cargo inklusive. Die Lufthansa hat für die Dauer des Streiks einen Sonderflugplan aufgelegt, der zumindest die Hälfte aller üblichen Flüge anbietet, also 60%, ist sogar mehr als die Hälfte. Dieser Flugplan wird weiterhin eingehalten, so sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit widerspricht. Nach ihrer Darstellung blieben 70% aller Flugzeuge am Boden. Die Konfliktparteien streiten sich ja um die Betriebsrenten für die fast 5000 Piloten. Ja, die Cityline, die ursprünglich einen Tag angesetzten Streik bei Lufthansa hatte, die Pilotengewerkschaft UFO fordert hier auch höhere Gehälter, ist bereits beendet. Deshalb sollen wieder 30 Zubringermaschinen ganz normal laufen. Macht ja auch Sinn. Man sieht ja, dass in München da weniger ausgefallen ist als in Frankfurt. Ja, Lufthansa rechnet damit, ab Samstag wieder einen weitgehend regulären Flugplan anbieten zu können. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit kündigt jedoch weiterhin eine hohe Streikbeteiligung an. Betroffene Passagiere können bei langen Wartenzeiten natürlich EU-Fluggastrechteverordnung in Anspruch nehmen. Ja, wie werden Passagiere von den Lufthansa-Streiks konkret betroffen sein? Wie können sie sich am besten vorbereiten, außer umbuchen? Ne? Was willst du da machen? Aber ihr könnt ja sagen, vielleicht habt ihr ja so ein paar Insider-Tipps. Auch gibt es jetzt verschärfte Bedingungen wieder bei der Lufthansa. Die neue Regelung beim Auslassen von Flugsegmenten. Wer künftig einen gebuchten Teilflug, Hinflug und des Umsteigeflugs verfallen lässt, muss Lufthansa die Gründe detailliert darlegen und nachweisen. Die Beförderungsbedingungen verlangen jetzt, die Fluggäste unverzüglich nach Kenntniserlangung über die Ursachen zu informieren und diese zu belegen. Hintergrund ist das BGH-Urteil vom Oktober 2025. Da hat der BGH, der Bundesgerichtshof, entschieden, dass Lufthansa-Urlaubern keinen pauschalen Preisaufschlag aufproben darf, wenn sich Reisepläne unvorhergesehen ändern. Das sorgte damals für zahlreiche Medienzitate. Die Verbraucherzentrale warnte, das ist unfair gegenüber Fluggästen, die eine Teilstrecke nicht nutzen. Die Lufthansa hat dadurch keinen Schaden. Ja, das kann man so sehen, muss man auch so sagen, aber es ist halt die Preisgestaltung. Ne? Es ist halt immer so, wenn du direkt fliegst, ist es halt teurer, als wenn du halt einen Umweg eingehst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fliege von Stockholm, ich fliege von Milan, ich fliege von Helsinki, von Tallinn, dann habe ich auch wesentlich mehr Auswahl und habe immer die Möglichkeit, natürlich eine andere Option zu wählen. Ich kann mit SAS fliegen, ich kann mit Finnair fliegen, ich kann mit LOT fliegen. Kann ich mit Air France keinen, weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Aber ich kann halt im Prinzip mit vielen Fluggesellschaften fliegen und habe dann auch dieselben Arten von Verbindungen. Das heißt also, ich muss nach Stockholm, ich muss irgendwo hin, erstmal fliegen und gehe dann auf die Langstrecke. Wenn ich aber in Frankfurt bin, gehe ich direkt auf die Langstrecke und habe dadurch Komfort. Und das kostet halt Geld. Oder andersrum, Lufthansa lässt sich das bezahlen. So ist es richtig. Ja, ein Verstoß gegen die Gerichtsentscheidung ist nicht gegeben bei der Geschichte, denn viele Kunden dürften jedoch das erhöhte bürokratische Erfordernis bemängeln. Und da muss man sagen, die früheren Kulanzregeln stehen jetzt gegenüber einer Beweispflicht. Und Passagiere sollten bei Umbuchen oder Nichtantritt von Teilstrecken künftig alle relevanten Dokumente, ärztliche Atteste, Arbeitsbescheinigung ehrlich griffbereit haben, um Nachforderungen zu verhindern. Das bisherige Motto Reisepläne ändern sich ohne Nachweis gilt so nicht mehr. Ja, welche Unterlagen oder Nachweise muss man bei Lufthansa künftig erbringen, wenn man so einen gebuchten Flugabschnitt nicht mitbringt? Reicht da der Abschnitt von der Sparkasse? So wie mein Lehrer sagte, diese Entschuldigung, die du gebracht hast, das ist genau die gleiche Entschuldigung, die du
hast, wenn du in der Sparkasse sitzt, den Kassierer bittest, dir zu bestätigen, dass du in dem Schaltervorraum gesessen hast. Also insofern, ich kann es euch nicht sagen. Also ich bin ja sowieso so jemand, der alle Strecken abfliegt. Warum? Weil es Meilen gibt. Es gibt Punkte, es gibt Status und jede Meile, die man bezahlt hat und nicht erfliegt, ist natürlich doof. Ja, Boni je nach Kabine und Tarif, das ist jetzt das Lustige bei British Airways. Und zwar ist es so, ab dem 1. April gibt es zusätzliche Tierpoints für BA-Flüge gestaffelt nach Kabine gebuchter Tarifklasse. So erhält man zum Beispiel für einen Economy Class Fully Flex 275 extra Tierpunkte. In Business Class bekommt man sogar 1100 Punkte dafür extra. In der First 1250, finde ich jetzt nicht so, also Staffelung. Ja. Aber gut, für Handgepäck-Only-Tarife gibt es bisher keine Boni. Bei American Airlines und Iberia-Flügen gelten diese Boni auch. Und ganz wichtig ist auch, wenn die Flüge von American Airlines und Iberia vermarktet werden. Dabei gibt es je nach Strecke Pauschalboni, zum Beispiel Kurzstrecken 75, Kurzstrecken Business 175, Langstrecken Economy 150 Punkte, Premium Economy 275 Punkte, Business 500 Punkte, First 650 Punkte. Damit sollen auch Prämienmeilensammler auf Kurzstrecken besser punkten. Ja, Baggage, Sitzplatz, SAF, also Sustainable Aviation Fuel, den ihr bei British Airways kauft, da gibt es auch mehr Punkte, und zwar 2 pro ausgegebenen Pfund, also englische Pfund. Für Zusatzkäufe ist das natürlich durchaus interessant. Früher gab es ja nur einen und die Obergrenze für Saftzuschüsse steigt auf 2000 Tierpoints pro Mitglied im Jahr. Ja, kurzfristig profitieren von den Änderungen vor allem Vielflieger und Geschäftsreisen, die höherwertige Buchungstickets buchen. Aber man muss natürlich sagen, dass das weniger lohnt ist, das Programm grundsätzlich, und vor allem jetzt kompliziert ist wie bekloppt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr darauf einspringt und sagt, ja, dann kaufe ich mir mal teure Tickets. Also wenn man kurz vor der Schwelle ist, klar, kann ich verstehen, aber jetzt nicht so einfach so. Ne? Also hier könnt ihr die Frage wirklich beantworten, für welche Art von Reisen sind die British Airways Tierpoints besonders spannend? Schnäppchenjäger oder Vielreisende? Ein Fazit gibt es natürlich auch, und zwar alle 3 Themen zeigen natürlich, wie stark die Fluggesellschaften in Bewegung sind. Bei Lufthansa gibt es natürlich Arbeitskampf ohne Ende, aber auch dort mit den Ticketpreisen. Lufthansa steht natürlich im Rampenlicht bei dem Pilotenstreik. Kurzfristig sind ja hunderte Flüge ausgefallen. Das ist natürlich unangenehm, und andererseits werden die Flugpassagiere bei den Beförderungsbedingungen mehr in die Pflicht genommen. Und das ist natürlich problematisch. Ich denke mal, dass für uns als Reisende beides frustrierende Themen sind, und deshalb sollten wir uns ähnlich kämpferisch melden wie die Gewerkschaft von den Piloten. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Verbraucherzentralen da sagen, außer jetzt im ersten. Das ist alles erstmal so okay. Ja, und bei British Airways sagt man natürlich, dass man das Programm weiter überarbeitet, The Club, wie es ja jetzt heißt. Und ich denke mal, man merkt, dass das alles nicht ganz so toll war, was sie da gemacht haben. Ihr denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten, und zwar, wie könnt ihr euch als Passagiere besser vorbereiten auf Streiks und wie seid ihr davon betroffen, und natürlich Beförderungsbedingungen, welche Unterlagen oder Nachweise muss man bei Hansens mitbringen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zur nächsten Sendung. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.